Hallo, herzlich willkommen hier im Nirgendwo, muss man fast sagen. Es ist ungefähr 6 Stunden nördlich von da, wo mein Camp normalerweise ist, wo ich wohne. Und ich bin hier bei einem Nationalpark und die Idee ist, hier 3 Tage mit den Skiern zu wandern. Hier im Fyllefjellet. Das ist ein Nationalpark mit 385 Quadratkilometern Fläche, also ungefähr so groß wie das Stadtgebiet von Köln. Ein Hochplateau an der Grenze zu Norwegen, wo sich nicht nur einer der angeblich ältesten Bäume der Welt, sondern auch der höchste Wasserfall Schwedens befindet. Und diese beiden Sehenswürdigkeiten wollen wir aufsuchen. Aber zuerst muss noch gepackt werden. Ich bin noch nicht allein unterwegs, sondern habe Andreas, einen Kameramann aus Norwegen, mit dabei. Bei der Pulka zum Nachziehen ist das alles ein bisschen weniger wichtig, wie viel Gewicht man hat. Aber trotzdem muss man schauen, dass es nicht zu viel wird. Und ganz wichtig ist das Rentierfell. Es hart leider sehr stark. Jetzt muss ich mal schauen, wie schwer das Ganze überhaupt ist. Ja, das wird schon gehen. Ich hoffe, ich habe diese Bänder nicht zu kurz gemacht. Ja, geht sich aus. Das ist nämlich Marke Eigenbau, dieser Schlitten. Ein bisschen kurz, aber es geht. Es ist nämlich auch so, ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich war vor 9 Jahren schon mal da. Das war meine erste große Solo-Wintertour. Ich habe, glaube ich, sogar am selben Platz das Auto stehen lassen und war damals auch mit einer viel zu schweren Pulka unterwegs und mit Schneeschuhen. Und das war unglaublich anstrengend. It's very heavy. I think I underestimated the load of my Pulka a little bit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich viel gelernt habe seitdem, was das Pulka-Packen anbelangt. Wir haben hier unsere erste Tierbegegnung. Ich habe den Vogel noch nie gesehen. Ah, da ist noch ein zweiter da oben auf der Spitze. Oder vielleicht haben sie gerade die Schokolade gesehen, die der Andreas isst. I guess they saw the chocolate. Vielleicht kann ich Ihnen ein bisschen was von meiner Tagesration an Nüssen geben. Da oben ist einer. So, auch die Skikenner unter euch werden entdecken, dass meine Ski etwas speziell sind. Es ist eine Kombination aus alten Turnskien mit Fellen unten dran und noch älteren Bindungen. Der Vorteil ist nämlich, mit diesen Bindungen, da kann man mit allen möglichen Schuhen reinsteigen. Und das heißt, ich kann meine warmen Winterschuhe dafür nehmen. So, probieren wir das mal. Auch den Klettergurt, den brauche ich nicht zum Klettern, sondern um die Pulka einzuhängen. Die erste Etappe ist nicht weit, erstmal nur bis zur Infotafel. So, also das hier ist das Gebiet von dem Nationalpark. Und das letzte Mal, wo ich hier war, vor 9 Jahren, bin ich so eine Runde gegangen und habe hier begonnen. Jetzt haben wir gerade jemanden getroffen am Parkplatz, einen netten Herrn aus Dänemark. Der hat uns gefragt, ob wir da raufgehen wollen und ob wir das Gebiet kennen. Nämlich das letzte Mal, wo ich da raufgegangen bin, es war ziemlich steil und tiefer Schnee. Und für jetzt hätte ich eigentlich geplant, dass wir auch da raufgehen, aber der Herr hat uns gerade gesagt, es gibt da einen einfacheren Weg hinten rauf. Jetzt haben wir unseren Plan gerade ein bisschen umgeschmissen und werden mit einem Auto jetzt woanders hinfahren, um dann schön flach hinaufzugehen, um dann hier runterzukommen in 3 Tagen, in 2 Tagen. Also den steilen Weg hinunter. Das heißt, wir werden jetzt einfach alles verkehrt herum machen. Also es ist immer ganz gut, auf Leute zu achten, die das Gebiet kennen und sich eines Besseren belehren zu lassen, um vergangene Fehler auch zu vermeiden. Übrigens, ich habe gesehen hier, das muss dieser Vogel sein, den wir zuerst am Parkplatz gesehen haben. Lavskrika, das ist der schwedische Name. Der deutsche Name ist Unglückshäher.
Vielleicht ganz gut, dass ich das nicht schon vor dem Start der Tour weiß. Vielleicht sehen wir den noch öfters. Also auf zum neuen Startpunkt. Ja, okay. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen mehr los. Schauen wir, dass wir noch loskommen, bevor die ganze Truppe da hinten weggeht. Ist, glaube ich, so eine Outdoor-Guide-Schule oder sowas. Oder vielleicht warten wir, bis sie einfach weg sind. I think it's going to be a good time here at the Furufjelle. Ja. Yeah, absolutely. We just have to wait for the school to pass. A bit unlucky. Not as quiet as we thought. No. Nachdem im ganzen Nationalpark ein Flugverbot für Drohnen gilt aufgrund von Vogelschutzmaßnahmen, sind die einzigen Luftaufnahmen, die wir haben werden, aus der Distanz. Unsere neue Route führt uns aber schon bald aus dem Wald heraus, hinauf aufs Hochplateau, auf dem das Wetter unvorhersehbar von Minute zu Minute wechseln kann. Sehr schön mit den Schneeflocken. Es geht fast kein Wind, das ist das Angenehmste. Und es ist nicht sehr kalt. Muss man nachschauen, aber vielleicht so -1 Grad, irgendwie so. Sehr angenehm. Dort, wo noch Bäume und Sträucher wachsen, kann man sich noch relativ gut orientieren. Vor allem, weil der Weg, den wir gehen, von anderen Wanderern und Schneemobilen gut ausgefahren ist. Aber sobald wir über der Baumgrenze sind und ein bisschen Nebel aufzieht, sind wir recht froh über die roten Kreuze als Wegmarkierungen. Durch die flache Sonneneinstrahlung und die Kälte kann man im Winter öfters einen sogenannten Halo-Effekt beobachten. Das ist eine Brechung des Lichts in den Eiskristallen in der Luft. Unser Ziel für heute ist ein kleines Hüttendorf, das sich irgendwo vor uns im Nebel befindet. So spannend, wenn man im Nebel geht. Man weiß nicht genau, wie weit es noch ist oder wie weit man schon gegangen ist. Man sieht immer nur von Wegmarkierung zu Wegmarkierung. Aber dann irgendwann taucht doch die Silhouette von einer Hütte auf. Geschafft. Ja, das wird der Lagerplatz sein für heute Nacht. Bis hierher und nicht weiter. Das sollte reichen. Aber ich muss sagen, es war echt unglaublich angenehm. Also die Wetterverhältnisse waren perfekt für sowas. Der Schnee hart genug, dass man immer nur oben drauf geht. Sonne haben wir gehabt, recht viel. Jetzt halt ein bisschen Nebel, aber das macht gar nichts. Und vor allem, es geht kein Wind. Und das ist echt unglaublich fein. Wenn man jetzt noch nie ein Zelt im Schnee aufgestellt hat, kommt man vielleicht gar nicht auf die Idee, wie man das dann eigentlich mit den Heringen macht, weil der im Schnee, der hält nicht wirklich viel. Deswegen braucht man für den Winter ein paar andere Ideen. Also einerseits kann man die Ski zum Beispiel nehmen oder die Stecken, aber man kann sich auch behelfen mit selbstgemachten Schneeheringen. Und für das kann man einfach ein Holzbrett nehmen mit einer Schnur dazu und dann hofft man, dass man das Loch groß genug gebohrt hat, um dann die Schnur durchzufädeln. Und dann kann man dieses ganze Dings in Schnee reingeben und das hält um einiges mehr aus. Naja, man kann es noch ein bisschen weiter eingraben und den Schnee noch verdichten. Dann hält es auf jeden Fall gut. Dann beginnen wir mal da am hinteren Ende damit. Das ist jetzt so eine Sache, wo es sehr schön ist, wenn man Winterhosen hat mit Knieschützen drinnen. Dann kann man sich nämlich einfach hinknien, ohne dass einem kalt wird.
Da können wir auch noch die Skier nehmen für diese Schnüre und dann die einfach da weiter nach unten geben. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht die Kantenseite nehmen, sondern die runde Seite. Was natürlich bei so einem Zelt im Winter jetzt unglaublich toll ist, normalerweise kann man da drinnen ja nur so hocken, so ein bisschen. Aber nachdem wir hier im Schnee sind und hier 1 Meter Schnee ist, kann man da runtergraben, so viel, dass man dann hier drinnen stehen kann. Der Ort hier ist im Prinzip wie ein Campingplatz, wo es neben einer allgemeinen Übernachtungshütte, in der der Andreas schlafen wird, auch ganze Hütten und sogar eine Sauna zu mieten gibt. Ich begnüge mich aber heute mit dem Zelt. So, wir sind hier am Boden. Wir können dann mal messen, wie viel Schnee wir hier haben. Da ist das erste Moos und wir haben hier 87 cm. Oh, ich habe mir gewünscht, es wäre 1 Meter. Okay. So, und jetzt kommt endlich auch das Rentier hier zum Einsatz. Mit dem hier kann man sich nämlich wirklich schön einfach auf den Schnee setzen. Ah, sehr fein. So, aber dann werden wir erstmal etwas kochen. Ich habe meinen Benzinkocher mit dabei, der auch bei tiefen Minusgraden noch immer zuverlässig funktioniert. Im Winter braucht man ihn aber nicht nur, um warme Mahlzeiten zu haben, sondern vor allem auch, um sich Trinkwasser aus dem Schnee zu schmelzen. So, es kocht. Grundsätzlich ist Kochen im Zelt aber etwas, wo man äußerst vorsichtig sein muss. Nicht nur, weil man sich das Zelt abfackeln könnte, sondern bei Kunststoffzelten ist vor allem die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung gegeben. Darum bleibt bei mir der Zelteingang immer offen, wenn ich koche. Ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres als eine einfache Mahlzeit irgendwo draußen in der Natur, aber wenn es noch so simpel ist einfach so angenehm, wenn man so sich sein kleines Refugium, sein kleines Camp aufgebaut hat und dann kann man es einfach genießen in dem Dampf. Ja. In dieser Tomatensuppenpackung, da waren auch Nudeln drinnen und die hätte man ganz kochen müssen. Die sind noch ein bisschen sehr bissfest. Das ist die Crunchy-Variante. Aber sonst ist es ganz gut. So schön, es ist komplett still. Man hört draußen gar nichts, es geht gar kein Wind. Die Temperatur aktuell draußen -5 Grad, herinnen 0 Grad. Ganz okay, es könnte viel schlimmer sein, sagt man so. Genau. Ja, es ist einfach so schön, sowas machen zu können. Mit der richtigen Ausrüstung bei schönem Wetter. Wunderbar. Dann gute Nacht, bis morgen. Beim nächsten Mal gibt es dann zu sehen, wie wir die zweite Nacht verbringen Es hat geschneit in der Nacht. und wieder vom Berg runterkommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche in Jojos Camp. Okay, oh gut.